Ja, hallo, wir haben hier einen JBL Go 4 Bluetooth-Lautsprecher. In diesem Fall handelt es sich aber um eine Fälschung und deshalb wollen wir hier in diesem Video mal einmal hier einen Blick in den Lautsprecher werfen. Wir können jetzt einmal sehen hier, das Go 4 ist eigentlich geschrieben als G04 und nicht als Go 4, denn auf der linken Seite haben wir hier diese Gummiabdeckung, wo wir unten nochmal etwas öffnen können und darunter finden wir dann einen USB-A-Port und einen Micro-SD-Karten-Slot. Also das ist auf definitiv nicht JBL, gar kein Original JBL Produkt. Hier haben wir mal ein Original JBL Go 4 zum Vergleich. Man sieht schon, die Form ist etwas anders. Und dann auch von oben hier oder von der Seite sieht man hier, wie der originale Lautsprecher auch wesentlich dünner ist. Also die Fake-Variante hier ist relativ oder ist dicker als der Originale. Und falls ihr wissen möchtet, wie der Originale innen aussieht, dann schaut euch doch am besten hier mein anderes Video hier in der oberen rechten Ecke an. Ja, also fangen wir gleich mal an hier damit den Lautsprecher auseinanderzunehmen. Erstmal hier die vordere Abdeckung, den vorderen Grill. Geht hier sehr einfach ab. Da finden wir darunter gleich den Lautsprecher an sich hier. Sieht relativ billig aus. Und wir finden hier auf dieser Seite dann keinen passiven Radiator. Deswegen gucken wir dann doch mal hier auf der Rückseite gleich mal nach. Hier haben wir noch 4 kleine Kreuzschrauben, die wir nachher noch lösen möchten oder lösen werden. Und dann hier erstmal auf die Rückseite gucken. Hebeln wir hier genauso ab wie die Vorderseite und da sehen wir hier, da ist schon mal gar nichts. Also dieser Lautsprecher hier, dieser Fake JBL Go 4 hat keinen passiven Radiator, was auch die miserable Audioqualität erklärt. So, dann hier haben wir auch nochmal 4 Löcher. Da sind aber allerdings keine Schrauben drin, sondern nur auf der Vorderseite. Und dann lass uns mal die beiden Geräteteile hier, die Hälften, auseinandernehmen. Und da drin, das erste, was uns passiert, ist hier, dass uns der Lautsprecher gleich entgegenkommt. Das heißt, der ist schon mal überhaupt nicht festgeklebt, nicht festgeschraubt. Ist natürlich die Frage, wie der Lautsprecher dann noch hier überhaupt wasserfest sein kann, was er ja angeblich ist. Laut der Verpackung, aber das scheint wohl hier nicht der Fall zu sein. Dann haben wir noch einiges an Kabeln, die hier zumindest. Und erstmal hier den Lautsprecher angucken. Da sehen wir hier, das ist ein Ferrite-Magnet. Ein relativ großer Magnet natürlich dann. Sowas ist natürlich überhaupt kein Original JBL. JBL benutzt diese Arten von Magneten nicht für den JBL Go 4. Sondern haben wir noch hier ein paar andere Kabel, die natürlich auch noch sind und dann unten noch ein paar Schalter und die Kabel, die hier angebracht sind, sind hier das Kabel zur USB-C Kabelbuchse, Ladebuchse hier auf der rechten Seite, dann natürlich die 2 Kabel zum Lautsprecher und dann sind hier nochmal 2 Kabel, die hier zu der Batterie führen. Die Batterie ist dann hier auf der anderen Gehäuseseite angebracht. So, dann haben wir schon mal hier die 3 kleinen Kreuzschrauben entfernt, die hier das Motherboard festhalten. Deswegen können wir hier schon mal das Board auch nochmal rausnehmen, um hier einen besseren Blick hier zu haben, nochmal auf die Rückseite gucken zu können. Und ja, da sehen wir hier schon mal der SD-Karten-Slot. Der ist hier auf der Rückseite aufgebracht und dann haben wir nur noch wirklich sehr wenig Komponenten. Also es ist wirklich sehr klein gehalten. Hier die 2 Schalter nochmal auf der Vorderseite mit dem USB-A-Port. Und man kann, glaube ich, auch die USB-Antenne erkennen auf dem Board, direkt auf dem Board. Und ja, das war's dann auch schon. Also das ist wirklich sehr klein gehalten. Dieses Board hat kaum Komponenten hier drauf. Und ja, wie gesagt, der Lautsprecher ist hier nicht festgeklebt und nix. Also dieser JBL Go 4, diese falsche Variante, diese gefälschte Variante ist definitiv nicht wasserfest, sollte man auch definitiv nicht versuchen, hier im Wasser zu benutzen, auch wenn er diese Abdeckung hat, die Gummiabdeckung hat für den USB-Port und den SD-Karten-Slot. Auch der Ladeport, der USB-C Ladeport ist wahrscheinlich überhaupt nicht wasserfest. Und dann haben wir hier diese AA-Batterie aufladbar, die dann hier für die Stromversorgung sorgt. Ja, und was gibt's hier noch? Ja, da ist ein Plastikring hier, der drückt dann hier gegen diese Gummierung auf der Rückseite des Lautsprechers, damit dann der Lautsprecher hier nicht wackelt.
soll er dann hier festhalten, anstatt den Lautsprecher vernünftig festzukleben oder festzuschrauben. Und dann haben wir hier natürlich noch diese Schlaufe und die lässt sich jetzt auch ganz einfach rausziehen, denn die Schlaufe ist hier mit dem verbunden oder befestigt, indem man hier so einen Pin auf der Rückseite des Gehäuses dann hier durchschiebt. Und das hält dann hier die Schlaufe fest. Interessantes Prinzip. Ja, und das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, die Information war hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten ganz einfach einen Kommentar.